Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, meine lieben Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, zu diesem neuen kleinen Video hier auf meinem Kanal. Ich war vor ein paar Wochen in Japan, genauer gesagt in Tokio unterwegs, habe dort einen schönen Urlaub verbracht. Und was macht man natürlich in Tokio neben Sightseeing und gut essen? Richtig, als Nerd geht man natürlich auf Videospieljagd und in meinem Fall auf die Jagd nach Japano-RPGs. Dafür war ich zum Teil in Ikebukuro unterwegs. Dort habe ich ein paar schöne Schnapper und Sachen gefunden. Und eben im Mekka der Elektronik, Akihabara, wo es gerammelt voll war am Wochenende. Aber dennoch habe ich mich in diesen engen kleinen Läden durchgeschlagen und das ein oder andere Schmuckstück gefunden. Und genau das möchte ich euch jetzt mal zeigen, was ich da so auftreiben konnte und was ich dort so gefunden habe. Fangen wir also ohne Umschweife an. Ich habe mich vor allem auf PS1 Sachen konzentriert, weil das ja irgendwie so eine Ära ist, die ich ein bisschen verpasst habe, wo die Sammlung ein bisschen lückenhaft ist. Ich meine, alles wird man eh nie finden, aber hauptsächlich so auf ein paar Schätze aus der PS1-Ära hatte ich es abgesehen und habe da eben auch was gefunden. Aber vorab erstmal ein schönes Game aus der PS3-Ära, was ich unbedingt in der Sammlung haben wollte, nämlich nochmal Tales of Graces F. Mein absoluter Lieblingsteil aus der Tales of-Reihe. Einfach nochmal auf Japanisch, weil ja, das Cover hat mich angesprochen. Und deshalb habe ich es dann einfach nochmal mitgenommen. Und ja, es ist halt was für die Sammlung. Einfach so ein bisschen was für die Sammlung zu haben. Dann geht's jetzt los. PS1-Ära. Der erste Kandidat Suikoden 1, Genso Suikoden 1. Bei uns, glaube ich, 97 erschienen, wenn ich mich nicht täusche. Hab zwar kurz jetzt in der Remaster-Version durchgespielt. Absolut klasse Spiel. Freue ich mich, dass ich das mit in der Sammlung habe. Tolles Game. Ja. Und dementsprechend, wenn man schon 1 hat, dann sollte man auch Teil 2 mitnehmen. Genso Suikoden 2. Da musste ich ganz schön stöbern. Das hatten die ja gar nicht so in den Läden vorhanden. Das habe ich dann in einem kleinen Laden erst gefunden, relativ zum Ende. Und ein fantastisches Spiel, Suikoden 2. Ich habe ja zum Remaster auch ein Video dazu gemacht. Gerade der Zweierteil, ein absoluter Kracher, wenn es um Japano-RPGs geht. Und deshalb, das muss man einfach in der Sammlung haben. Also ich muss das in der Sammlung haben. Das ist, ja, jetzt haben wir halt so schöne Japano-Spiele und man gibt da halt so Geld aus, um das halt einfach fürs Gewissen so ein bisschen zu haben. Finde ich auf der einen Seite mal ein bisschen komisch, wenn man so drüber nachdenkt. Aber einfach, ey, wenn man gern sammelt, wenn man auf Japano-RPGs steht, ist Japan natürlich ein Mekka und da musste ich zuschlagen. Jetzt was Feines. Ich glaube, das war auch mit das teuerste. Final Fantasy Tactics. Passend dazu kommt ja jetzt im Sommer das Remastered auch dazu raus. Und man sieht schon 4100 Yen. Wenn wir mal sagen, umgerechnet sind das ungefähr, müssten so 24 Euro gewesen sein. Ist bei uns ja tatsächlich nie erschienen auf der PS1, nur in Japan und Nordamerika musste man sich damals importieren. Auch, ich sag mal, als Ableger so aus der Final Fantasy Reihe. Ein absoluter Kracher. Und da freue ich mich, dass ich das gefunden habe. Und für 24 Euro ist das, denke ich mal, ein guter Preis, den man so bei uns in den Gefilden nur schwer bekommt. Vor allem, weil ich auch sage, der Zustand ist doch echt, ja, macht einen guten Eindruck. Also ich freue mich einfach tierisch, das jetzt zu haben und mein eigen nennen zu dürfen. Wir bleiben gleich bei Final Fantasy. Ich habe hinten bei mir schon stehen Final Fantasy 9 in der japanischen Version. Dementsprechend wollte ich die heilige Dreifaltigkeit komplett machen. Das heißt, wir haben hier den Siemer. Sieht unspektakulär aus, aber der Siemer darf nicht fehlen dafür. Der war auch, glaube ich, gar nicht so hochpreisig. Ist ziemlich unspektakulär von außen, wenn man sich das so anguckt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Einfach aus dem, ja, ich habe es einfach noch nicht geschafft reinzugucken und ich möchte sie eigentlich auch gar nicht so auspacken, weil die auch noch so schön so, ja, ich sag mal, so mit eingepackt sind, nochmal extra Schutz drüber haben. Aber das FF9 ist ja, da sehen die CDs ja auch ganz anders aus, haben die CDs ein schönes Artwork. Bei dem 8er hier weiß ich, dass es so ist.
Die haben auch ein spezielleres Artwork, die CDs, glaube ich, mit drin. Und ja, muss ich mal gucken, ob ich da reinschaue oder ob ich es einfach so lasse. Da bin ich mir noch unsicher mit. Das sieht schon ein bisschen spektakulärer aus, schöner aus. Aber ja, ich habe jetzt die heilige Dreifaltigkeit. FF8 hier hat jetzt, ich sag mal, glaube ich, 15 Euro gekostet. FF7 natürlich ein bisschen mehr wieder. Da sind wir ungefähr bei 20 Euro, würde ich jetzt mal grob schätzen. Ja, einfach um die dreiheilige Faltigkeit zu haben. Einmal auch in Japanisch, einfach. Wenn man es liebt, ich liebe Final Fantasy, dann ja, nehme ich das gerne. Das nächste, da sind mir fast die Glubschis rausgefallen, als ich das habe da stehen sehen. Einfach durch Zufall hat es meine bessere Hälfte aus dem Regal gezogen und ich habe große Augen gemacht und konnte es eigentlich gar nicht glauben, was sie da gerade in der Hand hält. Lunar Silver Star Story. Einfach wow. Und das auch für umgerechnet, ja, lass es 16 Euro sein. Habe ich gesagt, das muss ich einfach mitnehmen. Die Luna hat jetzt auch ein Remaster bekommen. Ein sehr schönes Remaster, wo ich ein Video zu gemacht habe und das mal vorgestellt habe. Es ist auch ein absoluter Klassiker im JRPG-Bereich, gerade auch für die PS1-Ära. Und soweit ich weiß, ist es auch nicht in Europa erschienen. Da gab ja dann Lunar Silver Star Story Complete, was man dann auch wieder aus Nordamerika importieren musste, soweit ich weiß. Aber jetzt habe ich dieses Schmuckstück hier auch mit in meiner kleinen Sammlung. Und da habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass ich das gefunden habe, weil es echt ein klasse Spiel ist. Es ist ein super Vertreter des Japano-RPGs. Ey, was willst du mehr? So, jetzt muss ich ein bisschen sortieren. Jetzt kommen wir nämlich zur nächsten Serie, die mir sehr am Herzen liegt. Und zwar ist es die Tales of Serie. Und da habe ich die PS1-Ära komplett verpasst. Muss auf ein paar Remastered, Remakes, was weiß ich, hoffen. Aber nichtsdestotrotz sind die Spiele Klassiker und die möchte man natürlich auch gerne in seiner Sammlung haben. Also war ich auch auf der Suche nach ein paar Tales of Titel. Und habe zum Beispiel auch den Ursprung der Tales of Serie gefunden, nämlich Tales of Phantasia. Hierbei handelt es sich ja schon um eine Art Neuauflage. Der ursprüngliche Teil erschien auf dem SNES und ist, glaube ich, auch nur in Japan erschienen. Dann nochmal die PlayStation-Fassung. Bin ich mir jetzt nicht genau sicher, aber ich meine, dass das ja auch nur in Japan erschienen ist für die PS1 und ja, muss man doch mitnehmen, ne? Ist halt nur das hier, genau. Dass das ein bisschen das Bild gerade trübt. Aber dennoch, für die Sammlung, why not? Nimmt man doch gerne mit, oder? Zumal es auch nur 12 Euro gekostet hat. Da sage ich nicht Nein zu. Die Ursprünge Tales ofs in der Hand zu haben, in der Sammlung zu haben, ist was Feines. Ja, habe ich mich auch sehr gefreut drüber. Dann geht's weiter mit der Tales of Serie. Tales of Destiny. Das war der zweite Ableger, wenn ich mich nicht täusche. Ist bei uns in Europa auch nicht erschienen, sondern nur in Japan und Nordamerika. Und ja, das bin einfach der Vollständigkeit halber mitgenommen. Vielleicht kommt ja dazu auch jetzt demnächst ein Remaster, muss man gucken. Stand jetzt wurde beim Summer Game Fest angekündigt, dass im Sommer noch der neueste Ableger der Tales of-Reihe bekannt gegeben wird, welches ein Remaster erfährt. Vielleicht ist es Tales of Destiny, vielleicht ist es Tales of Phantasia. Wir wissen es nicht. Jedenfalls, ich bin vorbereitet. Ich habe es in meiner Sammlung jetzt mit drin und schätze mich glücklich. So wie bei jedem Spiel. Also man merkt, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass ich da wirklich so viel gefunden habe und ja, so viel auch für meine heimische Sammlung ja, mitnehmen konnte. Ich muss noch mal gucken, wie ich das alles hier hinten bei mir so arrangiere. Da habe ich echt noch keine Idee, weil ich bin kein Innenarchitekt oder Inneneinrichtung. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe da nicht so das Gespür für.
last but not least, jetzt sind wir schon durch. Ebenfalls natürlich noch PS1 Tales of Eternia. Ist bei uns tatsächlich in Europa erschienen, ich glaube 2001, aber unter dem Namen Tales of Destiny 2. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, Tales of Eternia, ein weiterer Ableger. Ja, einfach der Vollständigkeit halber. Ich muss dazu aber auch ehrlich sagen, es ist alles ein bisschen so vor meiner Zeit gewesen, bevor ich mich so richtig mit dem Genre in Berührung gekommen bin. Hab da viel verpasst, altersbedingt, aber nichtsdestotrotz, man hat es jetzt mit in der Sammlung und das ist doch was Feines. Also wie gesagt, Tales of ist eine meiner Lieblingsserien mit und jetzt die drei, ich sag mal so 3 Vertreter aus der PS1-Ära zu haben, ist halt wunderbar und beide haben zusammen 12 Euro, glaube ich, gekostet. Also auch nicht die Welt, muss man mal ehrlich sagen. Also die sind wahrscheinlich nicht so beliebt, also gerade in Akihabara sind ja dann doch so die beliebten Titel doch schon etwas höherpreisiger. Ja, man kann es verstehen, für den Tourismus und weil es begehrt ist, gerade die bekannten Serien Final Fantasy, ja, muss man schon ein bisschen in die Tasche greifen, wobei ich sage, ich finde, ich habe es noch ganz gut getroffen. Ich glaube, dass dann noch mehr geht, gerade auch hier auf unserem heimischen Markt. So. Das war es mit den Videospielen. Das war so ein kleiner Einblick, so ein kleines Video für zwischendurch, was ich mir ergaunert habe in Japan, was ich finden konnte. Ihr könnt mir ja mal gern mit in die Kommentare schreiben, auf welche Spiele ihr es abgesehen hättet und was auch noch unbedingt in die Sammlung muss für einen Japano-RPG-Fan. Das würde mich mal sehr interessieren. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch einen kleinen Bonus für euch, den ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Kleinen Moment. Mich hat es natürlich auch in den Square Enix Shop verschlagen. Als Final Fantasy Fan musste ich natürlich auch dort einmal reinstöbern. Sie hatten tatsächlich nicht so viel, also ich war nicht so begeistert von der Auswahl. Sie hatten sehr viel für Dragon Quest und das ist leider so eine Serie, mit der ich nie wirklich warm geworden bin. Ich bin nicht so der Dragon Quest Fan. Was sehr schade ist, es ist auch ein tolles Franchise, aber es hat mich nie so abgeholt und Final Fantasy mäßig hatten die da leider nicht so viel. Ich habe trotzdem noch ein paar Schmankerl gefunden und zwar zwei kleine Stofffreunde, die mitgekommen sind. Einmal einen kleinen Mogri und natürlich den Kaktor. Da hatten sie dann auch noch den Tonberry hatten sie dort und was war es noch? Weiß ich jetzt spontan nicht mehr. Aber zum Stöbern lädt der Shop ein. Der befindet sich in Shibuya, wenn ich es noch richtig im Gedächtnis habe. Square Enix Garden heißt das Ganze. Und die 2 Freunde, die werden da hinten jetzt auch noch irgendwo ihren Platz bekommen. Da muss ich aber auch noch mal schauen, wie ich das alles herrichte. Vielleicht in dem nächsten Video werdet ihr dann einen von den 2 hier schon mal sehen dort. Ansonsten habe ich mir dann noch so kleine Acrylständer aus Final Fantasy 7 mitgenommen. Die sieht man hier ganz leicht. Da habe ich Vincent Valentine gezogen und einen kleinen pinken Chocobo. So, das soll es einmal gewesen sein. Das ist meine kleine Ausbeute aus Japan, was JRPGs angeht, so will ich es mal ausdrücken. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, was ihr unbedingt mitgenommen hättet, was ich mir vielleicht beim nächsten Mal unter den Nagel reißen soll, was unbedingt noch mit in der Sammlung mit rein muss. Es würde mich sehr freuen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, sage Tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal, bye bye, reingehauen.